Porträtmalerei in China, das ist etwas Besonderes. Sie wurde eigentlich als Kunst nicht so ernst genommen. Trotzdem wurden ganz viele Porträts gemalt, vielleicht noch viel mehr als hier in Europa, weil in China der Ahnenkult wichtig ist. Man muss unbedingt Porträts haben von den verstorbenen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Diese abgebildete Figuren waren immer noch Mitglied der Familie. Sie wurden hauptsächlich zur Neujahrszeit gezeigt. In diesen ersten 2 Wochen des neuen Jahres wurden die Ahnenbildnisse an die Wand gehängt und davor war dann ein schöner Tisch. Und auf diesen Tisch brachte man die Opfer dar. Wenn man diese Opfer darbrachte und Weihrauch brannte, kamen sie wieder zum Leben. Das empfand man so. In der Ausstellung zeigen wir an manchen Orten europäische Porträts. Das ist, damit der Besucher darüber nachdenkt, was ist ähnlich, was ist unterschiedlich. Ein ganz großer Unterschied ist natürlich, dass die europäischen Porträts Ölbilder sind. Das gab es nicht in China. Aber wesentlicher ist natürlich der Ausdruck. Wie hat man die Psychologie des Abgebildeten versucht darzustellen in China, in Europa. Darüber kann man nachdenken, kann man Beobachtungen machen. Das Gesicht ist das wirkliche Porträt und ist ganz realistisch gemalt. Der Körper weniger. Die Ausbildung der Maler war ganz anders in China. Modellzeichnen, Aktzeichnen, das gab es nicht. Der Körper wird dazu gemalt und eigentlich ist immer verhüllt von einem weiten Kleid. Man sieht die Hände und meistens auch eher bei Männern. Trotzdem, weil die Gewänder so reich sind und so farbig, ist der Körper auch wieder ganz präsent. Diese üppige Gewänder, gestickt mit Goldfaden, diese Motive haben Bedeutung. Ein ganz bekanntes Motiv ist der Drache. Das ist ein glückbringendes Tier und wenn er 5 Krallen hat, dann ist das ein kaiserlicher Drache. Ich denke, es lohnt sich, diese Ausstellung zu besuchen. Ein Besuch ist wie eine Reise durch China, aber eben durch China in der Vergangenheit. Man sieht Fremdes, das Land ist weit weg und die Zeit ist entfernt, aber man sieht auch Vertrautes, weil es eben Menschen sind. Man mag vielleicht besonders, andere findet man vielleicht eher unsympathisch. Man wundert sich natürlich, dass nach hunderten Jahren man noch diese persönliche Bekanntschaft machen kann. Das ist das Wunder des Porträts. Natürlich nicht nur des chinesischen Porträts, aber auch des chinesischen Porträts.